Anfang 2016 kam ein neues Standard-Zoom auf den Markt, das 24-70-2.8 G-Master. Es kam mit einigen gerade neu entwickelten Linsenelementen, Autofokusmotoren und Beschichtungen daher. Jetzt, knapp 6 Jahre später, wird es Zeit für ein Upgrade. Erst vor 2 Wochen haben wir euch ein neues Objektiv aus dem Hause Sony vorgestellt und dabei auch über Sonys aktuelle Pläne im Objektivsegment gesprochen. Auch das heutige Launch ist ein Zeichen dafür, dass Sony das Repertoire an Brennweiten erstmal nicht weiter ausbauen wird und auch nicht muss. Werfen wir einen Blick auf die offensichtlichen äußeren Änderungen. Wenn wir beide Objektive im Vergleich sehen, fällt direkt auf, dass das neue GM Version 2 ein gutes Stück kleiner ist. 16,1 mm kleiner, um genau zu sein. Das macht ungefähr ein 18% kleineres Volumen. Das ist aber nicht der wichtigste Punkt. Interessant ist hier das Gewicht. Das neue Objektiv wiegt 191 Gramm weniger. Es wiegt also in Summe 695 Gramm. Wer das alte 2470 kennt, weiß, das ist sehr wichtig. Auch neu dazugekommen sind ein manueller Blendenring inklusive D-Klick- und Sperrfunktion, 2 personalisierbare Funktionsknöpfe und ein Hebel am Zoomring. Was der macht, das erklären wir gleich noch. Habt ihr das Video zur neuen 1635 f4G gesehen? Dann wird euch dieser Teil bekannt vorkommen. Da Sony in den letzten Jahren sehr stark auf die hybriden Funktionen ihrer Kameras, sprich im Foto- und Videobereich, geachtet hat, müssen wir natürlich auch die Objektive passend optimiert haben. Denn wenn wir uns einmal beispielsweise eine Sony A7 IV angucken, die sowohl im Foto- als auch im Videomodus ein absolutes Arbeitstier sein kann, brauchen wir Objektive, bei denen wir ebenfalls keine Abstriche in den beiden Einsatzbereiche machen müssen. Im Konkreten heißt das, wie beispielsweise beim 70-200 GM2, und ja, wir erwähnen dieses Objektiv hier viel, aber wer die Optik kennt, der weiß auch warum, haben wir auch beim neuen 24-70 einige Features, die den Fotografen wahrscheinlich weniger interessieren werden. Zum einen natürlich den manuellen Blendenring, welcher für die Videografen entklickbar ist. Zum anderen können wir den Zoomring in seinem Widerstand verstellen, um smoother zoomen zu können. Aber auch der Autofokus ist stark für den hybriden Einsatz optimiert. Im Bereich des Autofokus hat sich bei der zweiten Generation des 2470 GMs auch einiges getan. Verbaut sind hier anstelle der veralteten DD-SSM-System nun wie beim 70-200 2.8 GM2 ebenfalls 4 XT-Linearmotoren. Das neue System ermöglicht viele wichtige Verbesserungen. Erstens Geschwindigkeit. Der Autofokus des neuen 2470 ermöglicht das volle AF-Potenzial auch bei Serienbildaufnahmen mit den aktuell möglichen 30 fps der Alpha 1. Es gibt also keine Einschränkungen im Fotobereich. Auch im Videomodus ist der Autofokus selbst bei 120 fps voll funktionsfähig. Zweitens Vielseitigkeit. Der Autofokus ist für einen natürlichen Schärfeverlauf im Video optimiert. Auch der Fokusring verläuft linear, was bedeutet, dass man auch manuell die Schärfe natürlicher ziehen kann. Außerdem hat Sony bei der Entwicklung des XT-Linearmotorsystems darauf geachtet, dass der Autofokus auch während des Zooms weiterhin reibungslos performt. Das kann natürlich im Fotobereich nützlich sein, zum Beispiel bei actionreichen Situationen, aber auch im Video, bei beispielsweise einem sogenannten Vertigo, bei dem sich die Kamera von einem Objekt weg oder zu einem Objekt hinbewegt, während gleichzeitig in die jeweils entgegengesetzte Richtung gezoomt wird. Eine solche Aufnahme ist sehr schwierig per Hand umzusetzen, aber der Autofokus beim Zoom und der smoothe Zoomring erleichtern die Aufgabe sehr. Drittens Focus Briefing. Für den Einsatz im Video ist es besonders wichtig, dass das Objektiv beim Fokussieren von nah auf fern oder umgekehrt nicht atmet. Für die, die es nicht kennen, Fotoobjektive haben meist für Filme ein signifikantes Problem. Wenn wir einen Schärfeverlauf haben, ändert sich bei Objektiven, die nicht fürs Film optimiert sind, die Proportion im Bild teilweise sehr stark. Auch hier hat Sony die Entwicklung darauf geachtet, dass dieses sogenannte Focus Briefing schon optisch, also ohne digitale Korrekturen, auf ein kaum sichtbares Minimum reduziert wird.
Und viertens, die Naheinstellgrenze. Einer der spannendsten Aspekte dieses Objektivs ist die reduzierte Naheinstellgrenze. Das bedeutet, dass wir jetzt bei 24 mm Motive schon beim Abstand von 21 cm scharf stellen können. Bei 70 mm erhöht sich das Ganze auf 30. Im Vergleich zum alten Objektiv sind es bei 24 mm Brennweite ganze 14 cm und bei 70 mm 8 cm Differenz. Sony gibt an, dass das neue 2470GM2 mit dem neuen Aufbau der einzelnen Linsenelemente deutlich schärfer sei als der Vorgänger. Wenn wir uns die Fotos im Vergleich ansehen, können wir sagen, dass die Aussage Photokoch-approved ist. Wir sehen hier nicht nur im Randbereichen, sondern sogar in der Bildmitte einen deutlichen Schärfeunterschied. Wenn wir uns einmal einen Backstein dieser Mauer herauspicken und ihn mit den beiden Linsen fotografiert vergleichen, fällt sofort der Unterschied in den Details auf. Durch die Bank weg gibt es bei jeder Brennweite, zumindest bei Blende 2.8, somit merkliche Differenzen. Die Fotos sind mit einer Sony Alpha 7R4 gemacht, also mit 60 Megapixeln. Das bedeutet, dass Sony diese Optik hier auf jeden Fall zukunftssicher gestaltet hat und wir uns keine Sorgen um zukünftige hochauflösende Sensoren machen müssen. Schärfe ist natürlich schön und gut, aber wir wollen unser Bild natürlich so frei von Bildfehlern haben wie möglich. Hier kommen die neuen Beschichtungen der einzelnen Glaselemente ins Spiel. Wie bereits beim 70-200 Version 2 sehen wir auch hier, dass Flares, chromatische Aberration und andere übliche Bildfehler deutlich reduziert werden konnten. Auch die zusätzlichen 2 Blendenlamellen, in Summe sind es jetzt nämlich 11 statt 9, sorgen hier für ein natürlicheres, runderes Bokeh und selbstverständlich auch für schönere Sonnensterne. Wie wir alle wissen, lässt sich Sony ihre G-Master-Objektive auch gut bezahlen. Allerdings ist es schön zu sehen, dass Sony hier bei den Nachfolgern weiterhin auf denselben UVP setzt. Denn wie beim 70-200GM2 und dem kürzlich vorgestellten 1635 F4G haben wir hier denselben ursprünglichen Preis wie bei den Vorgängern. Das ist natürlich viel Geld und das Version 1 ist aktuell auch deutlich im Preis gesunken. Allerdings ist das Objektiv auch ziemlich genau 6 Jahre alt. Aber für wen ist dieses Objektiv jetzt? Nun, alle. Es ist das perfekte Standardzoom für Hochzeitsfotografen, aber durch das geringe Gewicht auch für Porträt, Reise, Reportage und Landschaftsfotografen. Allerdings, wie vorhin bereits erwähnt, sind alle neuen GM-Objektive auch für den Einsatz im Videobereich optimiert. Sprich, auch jeder Hochzeits- und auch Dokumentarfilmer wird hiermit seinen Spaß haben. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch ein Abo dalassen, damit ihr nichts weiter in Zukunft verpasst. Wir würden auch dazu raten, die Glocke zu aktivieren, denn wir sind regelmäßig mit Experten aus der Industrie live. Da könnt ihr immer eure Fragen stellen und bekommt direkt eine Antwort. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.